Willkommen im Zylinderhaus in Bernkastel. Hier gibt es nicht nur glänzende Oldtimer, sondern auch Motorräder, historische Alltagsgegenstände und eine ganze Menge Geschichten aus vergangenen Zeiten. Kurz gesagt, ein Museum, das nicht nur Autofans, sondern jeden mit auf eine Zeitreise nimmt, vom Motorenlärm bis zum Kaffeegeschirr. Im Eingangsbereich beginnt unsere Reise in der Mercedes-Abteilung. Am Ende der Reihe wartet er, der Mercedes 190 SL. Ein Auto, das schon damals die Herzen eroberte und es heute immer noch tut. Opel Feuerwehrwagen links, Audi Typ M18 rechts, beide erzählen ihre eigene Geschichte aus einer anderen Zeit. Opel nach dem Krieg, nicht unbedingt schnell, aber zuverlässig wie ein guter Nachbar und genauso beliebt. Fahrschule in den 50er Jahren, hier im Schaufenster, komplett mit Leertafeln und Modellen. So begann für viele die Reise zum ersten Führerschein. Kabinenroller wie die BMW Isetta, der Zünd-App Janus und vor allem der Messerschmitt Kabinenroller zeigen den Übergang vom Motorrad zum vollwertigen Auto. Die Kabinenroller waren kompakt, sparsam und damals für viele der erste Schritt auf 4 Rädern. Hier schlendert man vorbei an alten Läden, vom Fahrrad- und Rollerhändler über den Tante-Emma-Laden bis hin zum Spielzeuggeschäft. In der Radioecke leuchtet der erste Fernseher, der damals ganze Straßen zusammenbrachte. Gogomobil, der kleine Wagen aus Dingolfing, gebaut von Glas. Damals erschwinglich, heute Kult. Über 280.000 Mal lief er vom Band, bevor BMW den Betrieb übernahm. Willkommen bei Aral in den 50er Jahren. Der Tankwart lächelte noch und fragte nach dem Öl. Der Liter Benzin oder Diesel war billig und man wusste schon, Aral, alles super. Auch Shell war damals ein vertrauter Anblick, mit leuchtend gelben Zapfsäulen und dem berühmten Muschelsymbol als Wegweiser für Autofahrer. Gelb war die Post und praktisch der VW Fridolin. Im ersten Stock erwartet uns eine beeindruckende Sammlung deutscher Motorräder, von BMW über Zünder bis hin zu NSU, die alle ihre Spuren in der Geschichte der Mobilität hinterlassen haben. Hinter dem Steuer der Borgward Isabella fühlt man sich zurückversetzt in die 50er. Elegant, komfortabel und voller Lebensfreude. Der Tornax Rex wurde ab 1934 von der Wuppertaler Firma Tornax als sportlicher Roadster mit Zentralrohrrahmen und einer Karosserie von Hebmüller entwickelt. (1985) kam der Audi 90 auf die Straße, ein Mittelklassewagen, der mit Stil und Leistung überzeugte.
Der Ben Arov PB5 ist ein exklusives Sportcoupé aus Deutschland, gebaut zwischen 2008 und 2010. Er basiert auf dem Audi S5, hat einen starken 4,2 Liter V8 Kompressormotor mit 525 PS und schafft den Sprint von 0 auf 100 in 4,5 Sekunden. Mit nur wenigen gebauten Exemplaren und einem Preis von über 260.000 € bleibt der PB5 eine seltene Rarität. Von 1969 bis 1976 rollte das Audi 100S Coupé sportlich und elegant über die Straßen, bereit für jede Kurve. Elegante Vorkriegswagen, im Mittelpunkt das Audi Front 225 Gläser Cabriolet. Zwischen 1936 und 1939 gebaut, vereinte es technische Innovation mit stilvollem Design. Mit dem Heckmotor und der stromlinienförmigen Form war der Mercedes 170 HW28, gebaut zwischen 1934 und 1936, ein Vorreiter, dessen Design viele an den späteren VW Käfer erinnert. Komm auch du ins Zylinderhaus in Bernkastel an der Mosel. Hier gibt's mehr als nur alte Autos. Klassiker, Geschichten und ein bisschen Motorencharme warten darauf, von dir entdeckt zu werden. Ganz anders als muffige Museen, erlebst du hier lebendige Technik und spannende Geschichten. Also, schnapp dir deine Neugier und komm vorbei.